Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vergangenen Freitag hatte ich euch die Frage gestellt, ob ihr Interesse daran hättet, ja, zu sehen, wie ich einen Kranz aus Weidenkätzchenzweigen und aus Birkenzweigen erstelle. Jedenfalls wird dieses Projekt jetzt auch in die Tat umgesetzt werden und als Basis wird mir gleich dieser 30 cm große Strohkranz dienen. Ich bin auch mal gespannt, ob dieses Material hier auf meinem Arbeitstisch überhaupt ausreichen wird. Das sind jetzt bisher 3 Bund Birkenzweige und 2 Bund Weidenkätzchenzweige, aber ich habe hier auch noch ein bisschen Reserve in meiner Werkstatt. Also ich persönlich schneide mein Material immer lieber erst im Laufe des Prozesses. Den Anfang werden jetzt die Birkenzweige machen. Die sollen dann nachher in meinem Fall eine Länge zwischen 15 und 25 Zentimetern haben. Ich werde die jetzt auch nicht hier bündig an diesem, sage ich jetzt mal, Haupttrieb abschneiden. Da lasse ich immer ein bisschen erstmal was dran. Schneide mir das hier jetzt mal so grob schon mal ab. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, so ein Kranz, das ist auch eine Heidenarbeit. Es wird eine Weile dauern, bis man damit fertig ist. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie spät wir es haben. Ich könnte jetzt mal gleich auf die Uhr gucken. So, jetzt nehme ich hier schon mal die Zweige, die ich jetzt gerade seitlich abgeschnitten habe. Und guck mal, das wäre jetzt für mich noch ein bisschen zu lang. Von daher werden sie jetzt noch etwas eingekürzt werden. Einfach so grob zurechtschneiden. Ja, was heißt grob, ne? Die sollen jetzt nicht länger wie 25 cm sein. Mal eben gucken. Die Enden, die lasse ich jetzt auch immer so unterschiedlich lang. Nehme hier auch mal wieder was weg. Machen wir da jetzt so kleine Bündel mal raus. Umso kürzer ihr das schneidet, jetzt wollte ich schon das Grün sagen, also in dem Fall, umso kürzer ihr die Zweige schneidet, umso filigraner wird nachher auch der Kranz werden. Man kann das auch alles ein bisschen plüschiger lassen oder halt ein bisschen länger lassen. Letzten Endes ist das sowieso immer alles Geschmackssache. Ja, auch hier diese dickeren Zweige, ich finde, das sieht mit solchen Abschlüssen dann schöner aus, als wenn ich das jetzt so bündig hier an dem Zweig abgeschnitten hätte. So, das nehmen wir hier mal auch ein bisschen ab. Ich mache das dann immer so gemischt, dass hier auch mal so Zweigenden drin vorkommen. Dich legen wir jetzt mal eben beiseite. Das ist jetzt hier Bindedraht. Den befestige ich jetzt an irgendeiner Stelle meines Kranzes. Verwebe den mal eben miteinander. Den Anfang vom Bindedraht stecke ich jetzt hier in meinen Kranz hinein, in den Strohkranz. Jetzt habe ich hier meine Zweige. Noch dicker würde ich so einen Bund auch nicht machen, dann hält das nachher relativ schlecht. Achte auch immer ein bisschen darauf, dass die Enden hier so einigermaßen gleichmäßig abschließen. Bindedraht ist hier am Start. Leg mir das jetzt hier mal drüber. So. Und wickel das jetzt zweimal mit dem Bindedraht fest. Ich werde dann immer mit 3 so kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal Sträußchen arbeiten. Kommt jetzt hier das nächste an die Seite und dann hier eins an die Innenseite. Unten drunter werde ich jetzt nichts einarbeiten, weil das wird man nachher in meinem Fall nicht sehen. Jetzt nehmen wir mal wieder ein paar dünnere Zweige gleich hinzu. Aber wie gesagt, das wird hier eine Weile dauern, bis man damit dann auch wirklich mal fertig ist. Ich hatte erst überlegt, die Birkenzweige so, ja, hier irgendwie komplett drumherum zu binden. Aber ich mag eigentlich lieber, wenn so ein Kranz ein bisschen filigraner ist. Wenn man jetzt ganz, ganz viele Birkenzweige zur Verfügung haben sollte, ne, ihr habt jetzt zum Beispiel eine Birke bei euch im Garten am Wachsen und ihr könnt da massig abschneiden, dann würde ich mir hier vorzugsweise nur diese dünneren Zweige abschneiden. Das sähe dann noch cooler aus. Aber ich denke, der könnte nachher ganz cool werden, der Kranz. Ich muss aber auch an dieser Stelle mal gestehen, ich habe so einen Kranz auch noch nie erstellt. Bei der Innenseite des Kranzes sei auch noch mal zu beachten, da könnt ihr dann ruhig auch mal kürzeres Material einarbeiten. Weil hier der Weg ist ja, wie soll ich jetzt sagen, kürzer als hier an der Außenseite. Jetzt kommt das nächste Bund oder das dritte Bund. Hier auch mal wieder so alles grob erstmal abschneiden. Bei der Innenseite, da würde ich jetzt auch so dickere Zweige mal rauslassen, weil hier muss man das immer so ein bisschen auch biegen. Ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen. Und halt immer darauf achten, dass alles so gut wie es geht mit den Zweigen bedeckt ist, ne? Dass man nachher nicht mehr diesen Strohkranz sehen kann. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Weidenkätzchenzweigen über. Aber ich sehe gerade, ich habe die hier noch gar nicht von dem Gummiband befreit. Solche Gummibänder könnt ihr ruhig aufheben für andere Projekte. Ich würde jetzt nicht einfach entsorgen. Und ich habe jetzt gerade noch so gedacht, der Ast hier oder Zweig, der ist einen Tacken zu lang, den kürze ich jetzt mal ein. So, mal eben hier zurechtlegen. Ihr kommt mal eben beiseite. So, Weidenkätzchenzweig. Na, der ist jetzt ein bisschen kurz. Mal eben schauen. Die wären ja jetzt so viel zu lang, um die da dran zu machen. Hier ist jetzt so ein Puschel. Schneide ich jetzt hier so schräg ab. Dann hat man wieder ein schöneres Ende, als wenn man das jetzt, ja, machen wir mal eben hier, so abschneiden würde. Ich finde, der Abschluss sieht da nicht so prall aus. So, mal eben schauen. Auch hier einfach wieder schräg abschneiden oder auch nicht.
Na, komm schon. Mache ich mir auch wieder so kleine Bündel. Sowas kann man natürlich auch mit einarbeiten, sonst verschwendet man sehr viel Material. Es sei denn, ihr habt Glück und ihr habt so ein Büschchen im Garten. Dann könnt ihr natürlich einfach nur das Schönste abschneiden. So, hier ist der Bindedraht und das hier wird jetzt versetzt nach unten hin eingearbeitet werden. Hier ist ja eigentlich der Draht. Mache ich jetzt einen Tacken tiefer, oder was heißt einen Tacken, ganz schönen Tacken tiefer. Und wickel das auch wieder fest. Da werden jetzt auch wieder 1, 2, 3 bunt eingearbeitet werden. Oder ja, was heißt bunt? Ne? Bunt ist es nicht. Wie auch, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, einfach mal wieder grob zurechtschneiden. Ich würde dann halt immer darauf achten, dass die Enden halt ungleichmäßig abschließen. Sieht meiner Meinung nach irgendwo besser aus. Ja, und das Ganze mache ich jetzt so lange, bis halt der komplette Strohkranz damit bedeckt ist. Der Kranz ist jetzt so gut wie fertig und dann komme ich jetzt mal zum Abschluss des Kranzes. Das ist jetzt leider ein bisschen friemelig, weil der Anfang von dem Kranz wird jetzt angehoben werden. Meine Weidenkätzchenzweige habe ich bereits zurechtgeschnitten. Wie gesagt, wird jetzt hier angehoben werden und dann schiebe ich das hier so drunter. Das mache ich jetzt so lange mit diesem Drunterschieben, bis ich hier an dieser Stelle auch wieder genug Fülle im Kranz erreicht habe. Und ich muss aber auch zugeben, mit den Zweigen ist das auch deutlich schwieriger Hand zu haben, ja, wie auch immer, als wenn man jetzt zum Beispiel, ja, sagen wir mal, mit Tannengrün arbeitet. Und die Zweige, die ich hier verwende, die sind jetzt schon gut und gerne einen Monat in meiner Werkstatt. Von daher sind die jetzt nicht mehr so biegsam, als wenn ihr die jetzt so richtig frisch gekauft haben solltet. Wie gesagt, hier dann so lange die Zweige drunter schieben, bis ihr hier mit dieser Fülle zufrieden seid. So sieht das ja jetzt noch ein bisschen komisch aus. Und dann werde ich das jetzt mal wieder für euch ein bisschen beschleunigen. Bevor ihr jetzt den Bindedraht einfach abschneidet, könnt ihr euch noch überlegen, ob ihr mit dem Bindedraht noch mal einmal drumherum wickeln möchtet. Dann wird das Ganze noch mal anliegender. Ich lasse das aber jetzt so plüschig, wie es ist. So, mal meinen Bindedraht justieren. In der Zwischenzeit musste ich auch einmal neuen Bindedraht dran wickeln. Das war aber auch schon ein angefangener Bindedraht, den ich vorhin verwendet hatte. Und jetzt friemel ich mir den oder verwebe den vielmehr mit dem bereits vorhandenen Bindedraht. Das Ende, oder vielmehr, das Ende von dem Bindedraht stecke ich jetzt auch gleich einfach in den Strohkranz hinein. Und ich kann euch nur sagen, zieht den Bindedraht immer so stramm, wie ihr irgendwie nur könnt. Und jetzt überprüfe ich meinen Kranz. Hier sieht man jetzt noch, ja, ich sag mal relativ stark den Bindedraht. Und da kann man sich jetzt einfach wieder so Birkenzweige zum Beispiel zurechtschneiden oder Weidenkätzchenzweige. Und die stecke ich dann einfach nur noch so in den Kranz hinein. Die werden jetzt nicht mehr festgewickelt werden. Oder wenn ihr jetzt eine Stelle haben solltet, ich habe hier eine ganz kleine, da ist das nicht so plüschig wie an der anderen Seite. Und dann einfach hier mal so gucken, wo könnte eurer Meinung nach noch ein bisschen was hin. Aber so, wie heißt es, zu 100% vermeiden kann man das jetzt nicht, dass man den Bindedraht überhaupt nicht sieht. Hier auch ein bisschen an der Innenseite. Aber das ist ja jetzt ein dunkler Draht in meinem Fall und dann ist das von daher jetzt nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch das schon verraten hatte. Sonnenkranz habe ich auch noch nie gemacht. Ist jetzt für mich auch das erste Mal gewesen. Aber ich sag mal jetzt, wer noch nie einen Kranz erstellt hat, da würde ich jetzt mal fairnesshalber sagen, besser erstmal, ich sag mal zur Weihnachtszeit mit Tannengrün anfangen. Erstmal da ein bisschen Übung mitkriegen, als jetzt hier sofort mit diesen Zweigen zu arbeiten. Weil das kann dann auch ganz schön frustrierend sein, wenn das dann nicht so klappt, wie ihr das gerne haben möchtet. Oder ich sag mal zum ersten Mal vielleicht lieber mal einen Mooskranz erstellen. Da habe ich ja auch etliche Videos schon online. Also das ist hier eher ein Kranz für Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Ne? Muss man jetzt hier nicht der Crack für sein. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das dann vielleicht für einige ein bisschen frustrierend ist. Und dann haben sie nachher im schlimmsten Fall keine Lust mehr auf Kränze selber machen. Ist ja dann auch ein bisschen schade.
Aber ich hatte jetzt noch so viele Birkenzweige und Weidenkätzchenzweige hier in der Werkstatt. Da habe ich mir gedacht, oder ich hatte euch ja auch gefragt, ob euch sowas mal interessieren würde. Da habe ich mir halt gedacht, ja komm, kannst ja damit mal machen. Und ich gucke jetzt hier auch mal, sind hier noch irgendwo Stellen, wo man den Strohkranz von der Seite her sehen kann. Stecke ich mir jetzt auch das Material einfach so dazwischen. Das muss man jetzt echt nicht mehr hier irgendwie festwickeln. Was auch schön aussehen würde, wenn man das Anliegen da haben möchte, man könnte den dann auch mit so einem farbigen Draht umwickeln. Da überlege ich jetzt auch noch. Und wir haben jetzt heute Samstag. Ich glaube, ich werde am Sonntag erst weiter filmen. Ihr werdet das ja nicht merken. Ich mache jetzt hier erstmal gleich Feierabend und mache mir heute Abend mal Gedanken, wie ich den Kranz weiter dekorieren möchte. Ich mache mal das hier noch fertig und dann habe ich ja bis morgen hin Zeit, mir noch zu überlegen, was ich da überhaupt noch einarbeiten möchte. So viel wird da auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Ja, wobei, was auch schön aussehen würde, wenn man hier in der Mitte vielleicht ein Glas einarbeitet mit, ich sag mal, mit Osterglocken oder, ach, da gibt es ja jetzt auch Trillionen Möglichkeiten, wie man da weiterarbeiten könnte. Mal gucken. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, den Kranz noch mit feinem Bindedraht zu umwickeln, einfach damit das Ganze hier nochmal so ein bisschen anliegender wird. Ich habe mich jetzt bewusst hier für diesen lilafarbigen Draht entschieden und dann habe ich mir gedacht, dass ich die Innenseite von meinem Kranz noch mit diesem Curly Moos bedecken werde. Einige kennen das auch unter dem Namen Dschungelmoos. Jetzt muss ich aber hier mal als erstes meinen feinen Bindedraht befestigen. Mache ich jetzt an irgendeiner Stelle meines Kranzes. Ich mache da jetzt einfach mal so einen Knoten hinein. Bei dem feinen Bindedraht müsst ihr allerdings ein bisschen aufpassen. Den sollte man nicht zu stramm ziehen, weil der kann gut und gerne auch mal dann leider einreißen. Wenn das passieren sollte, dann einfach halt wieder was Neues dran binden. Ne? Aber wenn man es vermeiden kann, lieber da ein bisschen drauf achten. Ja, ich mache mal einen dreifachen Knoten. Der ist gerade noch ein bisschen so am Verrutschen. Okay, das müsst ihr jetzt eigentlich mal so weit halten. Ja, komm mal her. Dich will ich immer im Innenbereich haben. So, jetzt nehme ich meinen Curly Moos. Ich wollte schon Islandmoos sagen. Leg mir das auf meinen Bindedraht und wickel das dann genauso wie die Zweige mit dem Bindedraht fest oder mit diesem feinen Bindedraht. Während des Drumherumwickelns drücke ich mir das hier aber auch ein bisschen an, ne, damit er halt letzten Endes anliegender wird. So gefällt mir der Kranz jetzt noch besser, aber ich bin noch nicht ganz fertig mit der Dekoration. Ich habe hier bereits einen Bund Strandflieder liegen und Federn, die noch eingearbeitet werden sollen. Den Strandflieder muss ich mir jetzt allerdings erst noch zurechtschneiden. Ich werde den auch relativ filigran schneiden. So, kleinen Moment. Und dann stecke ich den einfach nur so in meinen Kranz hinein. Genauso werde ich das auch mit den Federn handhaben. Einfach in den Kranz hineinstecken. Und der Strandflieder, der darf im Nachhinein auch ruhig eintrocknen. Das ist jetzt hier so ein frisches Bund. Und ich persönlich finde, der sieht auch eingetrocknet richtig schön aus. Was sich auch immer gut macht, ist Schleierkraut. Auch wenn das eingetrocknet ist, hat das immer noch eine richtig schöne Optik. Ich denke, mein Kranz ist ganz nice geworden und in der Zwischenzeit hatte ich noch überlegt, ob ich mit der Heißklebepistole noch diese Osterhasen befestigen werde. Allerdings ist mir noch eingefallen, eine Freundin hat mir vor einer Woche diesen selbst getöpferten Osterhasen geschenkt und da ist jetzt auch schon so ein Schaschlikspieß dran. Schaschlikspieß, ja. Ich stecke den jetzt hier mal vorsichtig in den Strohkranz hinein. Mal eben gucken, ob ich den erwische. So, jetzt ist mein Osterkranz definitiv fertig und ich denke auch, dass dieser selbstgetöpferte Osterhase da auch richtig gut drin macht. Ich muss auch gleich unbedingt meiner Freundin mal ein Bild davon schicken. Eine Schnur werde ich jetzt an meinem Kranz nicht befestigen müssen, weil meiner wird nachher direkt am Haken aufgehangen werden. Ja, und die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Ja, und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!